Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Junior Penny Gold Aktien extrem unterschätzt. Disclaimer. Stuart Thomson gibt mit einem Goldminen-Chart Junior-minenlastiger TSX Venture aus Kanada einen kurzfristigen Ausblick, der explosiv werden könnte. Viele Investoren unterschätzen immer noch das Aufwärtspotenzial der Goldminenaktien. Gold erreicht auf dem Kassamarkt neue kleine Trendtiefs, Silber- und Goldminen jedoch nicht. Das ist ein sehr positives Zeichen. Junior Penny Goldaktien dürften eine Outperformance erzielen, während der Edelmetallbullenmarkt beginnt weiter voranzuschreiten. 5 bis 10 Bäcker sind bereits in wenigen Wochen möglich, wenn sich die im Chart aufgezeigte Bewegung bis Anfang August genauso explosionsartig entwickelt. In den kommenden 6 bis 8 Monaten können aus heutigen Investment in ausgewählte Junior Penny Gold Aktien 50 bis 100 Bäcker werden. Wenn Silber über $31 und weiter Richtung $42 und Gold auf 2.300 bis 2.400 Dollar steigt. Ja, Stuart Thompson ist meiner Meinung nach ein sehr guter Chartist. Und weil wir natürlich keine Glaskugel halten, müssen wir uns, sage ich mal, schon an den besten Chartisten soweit orientieren. Aber Gold Richtung 2000, 2400 in den nächsten 8 Monaten halte ich für sehr wahrscheinlich und auch Silber $42 ebenso. Das ist im Prinzip nicht so viel, aber für Gold und Junior Penny Gold Aktien ist es das absolute äh, Geschenk, denn das würde sie eigentlich erwecken, zum Leben wecken und von den wenigen Pennies würden viele in den Dollarbereich oder mehr steigen. Eine ungeheure Chance, die es nur selten gibt. Ja, hier ein Silberprojektgenerator aus Mexiko. Sie haben das La Joya-Projekt, 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt des Bundesstaat Durango in einer ergiebigen mineralisierten Region mit in der Vergangenheit produzierten und in Betrieb befindlichen Minen, einschließlich der Mine San Martin von Gruppe Mexiko, der Mine Sabinas von Industria Penoles, der Mine La Colorada von Pan American Silver und den Silberminen La Parilla und Del Toro von First Majestic. Der Zugang und die Infrastruktur in die Nähe des Grundstücks gelten als ausgezeichnet, da sich in der Nähe Autobahn, Eisenbahnlinien und Stromleitungen befinden. Erwerb an Silbergrundstück La Loya, 15 Claims, 4.600 Hektar von First Majestic, einem der größten Silberproduzenten Mexiko. Das Grundstück beherbergt die Lagerstätten Main Minerals Trend, Santo Niño und Colorito, 550 Gramm pro Tonne Silber, 5,5 Gramm pro Tonne und 6% Kupfer. Also insgesamt haben sie 80 Millionen Unzen und noch jede Menge Nebenbeiprodukte wie Kupfer beispielsweise. Und wenn wir nur, sage ich mal, die 80 Millionen Unzen in die Potentialfaktor tun, ich habe einmal Grad des Goldes, weil sie eben, wie gesagt, noch andere Ressourcen haben und auch noch weiteres Potenzial. Habe ich mal hier Grad des Goldes, trotzdem niedriges Grad des Goldes angegeben, 0 bis 50% Abzug. Und auch das Land Mexiko ist eine zweite Wahl, auch noch 25% Abzug. Eine sehr geringe Marktkapitalisierung, augenblicklich mit 14 Millionen, 80 Millionen Unzen, könnte also theoretisch in einer vollständigen Silberrallye, wo wir eine Silbermania haben, äh, vielleicht wo Silber um 50 ist, hat diese Aktie einen theoretischen Potenzialfaktor von 107. Das heißt, diese Aktie könnte es um das 107-fache steigen, rein theoretisch. Wie gesagt, ein theoretischer Vergleichsfaktor. Nichtsdestoweniger gucken Sie sich das Chart an. Bei der letzten Welle sozusagen, die war ja jetzt im April, haben wir ja korrigiert, ist das Unternehmen schon mal von 30 Cent quasi auf 60 Cent, sich mal ebenso verdoppelt, hat die Gewinne wieder abgegeben, liegt aber höher. Und dann eben noch die Rallye von 2020, dass sie auch von wenigen Cent auf $2 gestiegen. Also das ist fast ein Ten-Bagger von der jetzigen ähm, Bewertung, wenn wir den alten Gold- und Silbermarkt wieder einpreisen können. Und wir hoffen ja, es geht darüber hinaus. Also könnte es möglicherweise dann auch über $2 hinausgehen, wenn es dann richtig heiß wird, der Markt.
Ja, meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr interessantes Unternehmen. Wie gesagt, die haben auch noch einige Gebiete in Ontario. Das Hauptprojekt ist aber in Mexiko und meiner Meinung sollte man sich die Aktie auf alle Fälle ansehen. Ich sage, Risikostufe ist irgendwo hohes Risiko. Klar, alle Projekte in Mexiko sind mit einer gewissen Vorsicht zu fassen oder Südamerika, wie man das will. Aber was eben für das Projekt spricht, ist eben diese große Reserven, das große Upside-Potenzial, die gute Region für Silber und meiner Meinung nach extremst unterbewertet. Und wenn man wirklich an eine Silberrallye glaubt, dann kommt man an solchen Aktien keineswegs vorbei. Wie immer keine Kaufempfehlung. Ich möchte nur einfach demonstrieren, wie günstig aktuell, sage ich mal, Gold- und Silberminenaktien bewertet sind. Das ist quasi fast das Allzeittief. Ja, generell nochmal zur Gold eine Aussage. Gold könnte analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar starten. Wie kommen wir darauf? Weil die Chartbewegungen ähnlich aktuell aussehen wie zu den 1970er Jahren. Sie sehen ja, ähm, wir sind hier auf 2000 Dollar gegangen, haben dann korrigiert auf 1000, haben uns jetzt Richtung 2000 wieder rangearbeitet. Genau dasselbe ist da passiert, nur noch mit einer Null weniger. Hier ging es eben auch auf 200 Dollar, Null weniger als 2000, korrigierte dann auf 100, auch eine Null weniger, also damals war es 1000 im Jahr 2016, hat sich dann langsam herangearbeitet an Richtung 200, gab dann nochmal damals eine vergleichbare große Korrektur, die viele Anleger ermutigt haben, es und haben dann folglich nicht an diesem Bullenmarkt mit teilnehmen können. Und man könnte diese Korrektur möglicherweise vergleichen mit dieser Korrektur von dem größten Bullenmarkt aller Zeiten, also der Vervierfachung von Gold im wesentlichen Jahr 1979. Und das führte eben dazu, dass einige Pennygold-Aktien hier von 5, 10 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen wird. Also aus 1000 Dollar konnte man 100.000, 200, 300.000 machen. Eine gigantische Chance, die es allerdings nicht besonders häufig sehen. Dazu müssen die Ungleichgewichte extremst groß sein, so wie eben aktuell auch. Also es ist theoretisch möglich. Glauben wir, dass es jetzt innerhalb von einem Jahr auf 8.500 geht? Eher nicht. Ich denke mal, wir sollten uns an die Zahlen der Statisten halten. Die haben das eigentlich am besten im Griff. Ich denke mal, die haben so viele Möglichkeiten einzugreifen. Sie werden wahrscheinlich versuchen, ähm, äh, diesen Preis auf einem höheren Level wieder eine Zeit lang einzukeilen. Aber eben dieses etwas höher lassen führt möglicherweise zu einer enormen Gold- und Silberaktienrallye. Und deswegen sind meines Erachtens aktuell Gold und Silber das Investment der Stunde. Gold- und Silberaktien das Investment der Stunde. Also was liegt dem vor uns? Eben dieser moderate Anstieg auf Gold, eben 2300, 2400, das Silber 42. Aber allein das reicht, dass es zu solchen Bewegungen kommt, hier wie dieser kalifornische Projektgenerator, Kupfer, Gold-Silber-Projektgenerator ist einfach mal so von 2 Cent auf 36 Cent gestiegen. Und das ist eben das Verhalten von extremst unterbewerteten Penny-Gold-Aktien. Das kann passieren, das ist einfach gigantisch und wir warten einfach einen ähnlichen Anstieg, eben auch hier damals, hier 2010, da ist damals Silber von 17 Dollar auf 50 Dollar in 8 Monaten gestiegen und das hat ja damals bekanntlich auch zu einer enormen Gold- und Silberaktienrallye geführt. Ja, das erwarten wir im Prinzip und gerade der steigende Silberpreis hat sich eigentlich in der Vergangenheit immer erwiesen als der große Treibstoff für Gold- und Silberaktien. Ja, immer noch sind Goldaktien extrem unterbewertet. Man kann das an zwei Sachen im Wesentlichen ablesen. Einmal ist hier das Verhältnis Goldaktien als Anlageklasse und Gold auf der rechten Seite. Und da sehen Sie, dass seit 1976 wir bei Goldaktien im Bärenmarkt ist und jetzt erst die Jahre hat es seinen Boden gefunden. Nun meinen die Statisten, wie eingezeichnet mit der grünen Linie, dass sich das eruptionsartig wieder normalisiert, vielleicht sogar drüber hinausschießt. Wir werden sehen, das ist der eine Treibstoff, die eine Unterbewertung. Das andere ist eben, dass gerade die Penny
Goldaktien eben extremst unterbewertet oder wie ich im Titel gesagt habe, unterschätzt werden. Wir haben dann Bewertungsgap zu den sogenannten Senior-Aktien, den Barricks und Newmans dieser Welt. Und wie Sie hier sehen, im Jahr 2000 kann sich das auch eruptionsartig entladen. Und Sie können sogar die Gold- und Silber-Senior-Minen übertreffen. Das beides spricht eben aktuell für Penny-Gold-Aktien an dieser Stelle. Die Frage ist, wie hätte man nun 1970 den ersten großen Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Im Prinzip ganz einfach, im Nachgang natürlich nur gesehen. Man investierte einfach die Jahre durch, als dieser Boom begann, ständig Gold- und Silberaktien. Eben auch teilweise wurden die ja auch, sind die auch nochmal stark gefallen, kauft gute nach, verteilt und so weiter und so weiter. Irgendwann kam dann die Eruption und Sie sehen, wie schnell Goldaktien auf sowas, eine Veränderung des Marktes reagieren können. Das ist absolut extrem. Innerhalb von einem Jahr, in diesem Beispiel, aber das ist ein Beispiel hier von 2010, von 10 Cent auf 10 Dollar gestiegen. Das war damals in den 1970er Jahren auch so. Das, wie gesagt, kann man kaum timen. Man muss natürlich vorher investiert sein. Und die richtige Entscheidung gewesen wäre in dieser vollständigen Übertreibung, die Gewinne nehmen und reinvestieren in der andere Assetklasse, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway, Standardaktien etc. Das wäre jetzt im Nachgang betrachtet die richtige Entscheidung gewesen. Das heißt, aus 50 Dollar hätte man im Schnitt vielleicht sein Geld mit Goldaktien verhundertfacht. Und durch die Reinvestierung von Topfonds etc., in dem Beispiel Berkshire Hathaway, wäre dann dieses Geld in das 228-fach gestiegen. Man hätte also bis 1990 1 Million Dollar aus 50 Dollar ursprünglich gemacht. Und das Schöne ist, man hätte ja beliebig viele Goldaktien investieren können. Man hätte ja auch was anderes kaufen können. Man hätte irgendwelche Einzelaktien kaufen können, wie Bayersdorf oder Henkel oder WhatsApp, die haben ja alle dann seit dem Ende des 1980er Inflationsexzess, haben die sich ja alle für 50 und für 100. Ne? Ich meine, nur da ist es eben jetzt im Nachgang am leichtesten gewesen, ein paar gute Fonds, muss sich nicht weiter kümmern, etc. Und Berkshire Hathaway ist natürlich ein ganz besonders stark, aber das haben im Prinzip mehr oder weniger alle Aktien hingelegt. Und eine ähnliche Dynamik ist vielleicht auch in Zukunft zu erwarten. Deswegen ist der Blick in die Vergangenheit meines Erachtens so spannend. Ja, Agnes 2, Agnes 3, also Goldaktien werden irgendwann steigen. Aus Penny-Goldaktien werden Dollaraktien, hoffentlich sehr schnell. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass Risiko exponentiell steigt. Es kann sein, dass die minenproduzierenden Länder sich an den Eigentumsrechten vergreifen. Das ist nicht das erste Mal, dass es Nationalisierung oder Extrasteuern gegeben hat. Davon werden wir potenziell bedroht, aber noch natürlich das eigene Bankensystem mag nicht mehr aufrechterhalten werden können, mag schließen, es mag Auszahlungsgrenzen, sonst was geben. Wir sind also von zwei Seiten bedroht. Da hilft nur, dass wir diese Gewinne relativ frühzeitig zum Beispiel in mehr Gold und Silber äh, ähm, investieren, das sozusagen maximieren könnte man das nennen. So könnte man mit diesen Ereignissen umgehen. Und am Ende ist es ja so, Gold und Silber an sich werden ja gewisse Maximalwerte erreichen. Das ist alles berechnet. Mike Maloney, Egan von Greyerz sagen zum Beispiel, dass Gold eben in der Spitze auf 8.000 Kaufkraft geht, die Unze, Silber circa 300. 1980 hatten wir auch eine Kaufspitze, das war 850 Dollar Gold. Und dann konnte dann für eine Unze Gold ein Dow Jones bekommen. Also das hat man, also der Dow Jones war damals 850 Punkte und Gold 850 Dollar, also 1:1. Deswegen wird das so gesagt, so bemisst man die Kaufkraft von Gold gegenüber Standardaktien. Ja, und dann muss man natürlich noch hinzurechnen, dass man auch Häuser kaufen könnte. Zum Beispiel Mike Maloney hat herausgefunden, 1980 konnte man für 500 Unzen ein Haus kaufen. Das ist sozusagen der ökonomische Tiefpunkt, auf den wir zusteuern, beziehungsweise die maximale Kaufkraft von Gold wird dann erreicht. Und dann ist es Zeit, die Assetklasse zu wechseln. Das meinen wir dann mit Ereignis 3. Nur heute ist es sogar so und
Viele Statisten, ich habe selbst hier den roten Pfeil eingezeichnet, aber viele Statisten sehen das auch so, dass es diesmal noch tiefer geht, weil möglicherweise zum einen viel, viel mehr Geld gedruckt wird, viel mehr Nachfrage auf der Welt nach Gold und Silber geht, die die Preise höher treiben können. Die Implosion könnte heftiger werden und das könnte eben dazu führen, dass wir dieses Mal für eine Unze Gold 2 oder 4 Dauts kriegen und oder möglicherweise eben für ein Haus nicht 500 Unzen Silber hinlegen. Standardhaus ist rein durchschnittlicher Wert, sondern mit 250 Unzen ungefähr hinkommen. Das sind natürlich absolut extremste Werte, aber das ist eigentlich nur die Ableitung aus der Vergangenheit und es ist so eben so, je tiefer wir in die Vergangenheit gucken können, desto weiter können wir in die Zukunft gucken. Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen, das ist das Gebot der Stunde. Wir können also nicht konventionell investieren. Wir können jetzt nicht sagen, wir investieren in Standardaktien, sonst was. Diese Wertentwicklung wird dann sozusagen von der Detonation des Finanzsystems, der Schuldenimplosion, das erzeugt ja sozusagen eine heftige Verwerfung, überall Nachfragerückgang, Entwertung der Währung, massenhafte Pleite, ein ziemlich grausiges Szenario. Aber das Positive daran, die Preise gegenüber Gold implodieren total. Und das kann man eben ausnutzen, wenn man sich voll auf die Maximierung von Gold und Silber konzentriert und dann die Restwerte sozusagen die übrig geblieben wird, sich dann für absolute Schnäppchenpreise schnappt und dann reinvestiert. Und das ist damit gemeint. Also das nenne ich Ereigniskette. Also man stelle sich vor, man nimmt vielleicht im Schnitt, ich hatte ja das Beispiel mit den 50 Dollar gesagt, man nimmt sich 200 Dollar und verteilt es in verschiedene Goldaktien, die entwickeln sich vielleicht im Schnitt um das 25-fache. Damals hatten wir aus der Beobachtung ein 100-fach angesetzt. Und wenn das erreicht ist, kaufen wir halt zum Beispiel mehr Gold und Silber davon. Und auch wiederum dieses Gold und Silber, dass sie dann mehr kaufen können mittels Goldaktien, steigt in seiner Kaufkraft auch nochmal beides zusammen gemischt um das Vierfache. Das ist ja nur eine schematische Darstellung. Das heißt, wir hebeln das sozusagen doppelt und dreifach sozusagen, die Ereignisse. Und dann muss man halt, wenn Gold und Silber seine Maximalwerte erreicht haben, dann ist es vorbei. Die Erfahrung zeigt, dass bei extremer Übertreibung es schnell zur Halbierung und so kommen kann. Also wir müssen aufpassen, wenn das in diese Phase geht, dass wir Top-Assets kaufen, wie die noch dann übrig gebliebenen Top-Aktien oder Zukunftsaktien oder Top-Fonds oder eben, wie auch vorher skizziert, einkommensgenerierende Immobilien oder ganze kleine Firmen möglicherweise. Ja, und das würde dann bedeuten, für jede 200 Dollar in Goldaktien investiert, erreichen Sie langfristig auf eben Sicht von 10, 15 Jahre 1 Million Dollar. Während alle anderen, und das kann ich Ihnen garantieren, selbstverständlich sind Staatsanleihen über ihre Versicherung investiert, in Rentenversprechungen, die nicht erfüllt werden können, in Aktien, die gegenüber Gold implodieren oder ganz pleite gehen, in Häusern, die auf einen Wert von ein paar Unzen fallen, ähm, die erleiden einen enormen Vermögensverlust. Unausweichlich. Das ist sozusagen das Platzen der Blase. Ähm, ja, aber wir können müssen den Weg ja nicht gehen. Wir können uns ja versuchen, so zu verhalten. Jedenfalls ist es nicht eine Garantie, dass es so kommt. Das sind einfach meine Gedanken dazu. Und ich finde, das ist einfach ein Versuch eines Konzeptes, mit dieser Situation fertig zu werden. Wenn Sie da zum Beispiel Alternativen sehen oder Verbesserungsvorschläge haben, bitte ich Sie sehr gerne, dass Sie das vielleicht auch in den Kommentaren uns auch mitteilen, wie Sie darüber denken, wie realistisch das ist, ob da vielleicht Denkfehler sind, wie auch immer, würde ich mich sehr zu freuen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren und nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir rechnen den sogenannten Potentialfaktor aus der Anzahl der Unzen des Goldes, Grad des Goldes, Länderrisiko tun wir zusammen, wie Sie es gesehen haben bei den Beispielen mit der Mine. Exit-Strategie ist auch dabei.
Einkaufslage von Gold und Silber der Einkaufsgemeinschaft, ist Zollfreilage in der Schweiz. Eine Überweisung und schon ist es im Zollfreilager gut geschrieben, genauso leichter Verkauf. Sie sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen und sie sind meines Erachtens auch sehr günstig. Sie haben sehr freundliche Berater. Also wenn Sie sich für das Thema interessieren, einfach anrufen, sich mal beraten lassen. Wie gesagt, ich finde das einfach ganz interessant, dass man vielleicht eine Alternative zu den reinen Edelmetallhändlern hat. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde den YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal, besten Dank und bis zum nächsten Mal.